We're ready. Not a very active and busy break, huh? Yes. Just like to pull you back to Luke chapter 4. Bringen wir uns zurück auf Lukas 4. And the scene is Jesus at Nazareth, where he grew up. Und die Szene hier ist Jesus aus Nazareth, wo er aufgewachsen ist. He had read a portion of Isaiah. Er hat Jesaja vorgelesen. This would have been read many times over his lifetime in the synagogue. Es wird wahrscheinlich ganz oft in seiner Lebenszeit in der Synagoge vorgelesen worden sein. And the custom was after the reading, the person would then speak about the passage. Und es war normal, dass nachdem man den Teil vorgelesen hat, derjenige dann noch was über die Passage sagt. And this passage would have been very well known to the people there. Und diese Passage muss den Leuten sehr bekannt gewesen sein. And it talks about the time when God would send an anointed one. Und es redet über die Zeit, in Gott einen Gesalbten schickt. And this anointed one will bring release to the people. Und dieser Gesalbte wird den Leuten Befreiung bringen. Even as we spoke yesterday about the expectation of the Jewish people for freedom from oppressing armies. Und wir haben gestern darüber geredet, wie die Juden sich nach Freiheit von den Unterdrückern gesehnt haben. Release to the captives. Freiheit für die Gefangenen. In the understanding of the Jewish people in the first century, Im Verständnis der Juden des ersten Jahrhunderts, even though there was a return from exile in the 5th century, obwohl sie im 5. Jahrhundert aus dem Exil zurückgekehrt sind, even so, many still consider themselves in exile. viele haben sich dennoch als Exilanten betrachtet. And the reason it was because they still had oppressing forces, the occupying Romans. Und zwar, weil sie eben diese Unterdrücker über sich hatten. And there was this longing in their heart for that deliverance. Und sie hatten die Sehnsucht in ihrem Herzen für diese Befreiung. And you can imagine, just as these words were read, these emotions and feelings of a desire for freedom would have filled the synagogue. Man kann sich vorstellen, welche Emotionen da hochgekocht sein müssen, als diese Worte vorgelesen wurden. And then we read, Jesus rolled up the scroll, gave it back to the attendant. Und wir lesen, Jesus rollt es zusammen, gibt die Schriftrolle wieder dem Synagogendiener. And he sat down. Und er setzt sich hin. The reason he sat down was because he was about to teach. Und der Grund, warum er sich hingesetzt hat, ist, weil er kurz davor stand zu lehren. And the custom was for the teachers to sit down and the students to stand. Und das war das Normale, dass der Lehrer saß und die Schüler standen. It's a marvelous tradition. Großartige Tradition. But anyhow, what you read is, the eyes of everyone in the synagogue was fixed on him. Alle Augen in der Synagoge haben sich auf ihn gerichtet. And there would have been this kind of expectation of, okay, what's going to happen now? Und da war die Erwartung, oh, was passiert jetzt? They've heard stories about people recovering sight and people being set free from demons. Und die haben davon gehört, wie Jesus Blinden ihr Augenlicht wiedergegeben hat und Gefangene freigesetzt hat. And Jesus' teaching is summarized in just a very few words. Und die Lehre von Jesus ist in nur ein paar Worten zusammengefasst. And we read it in verse 21. Und wir lesen es in Vers 21. He says, "Today, this scripture has been fulfilled in your hearing." Und er sagt, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Now this was just a massive thing to say. Das ist schon krass, um das so zu sagen. The hope of the whole nation spoken about in this passage. Die Hoffnung der ganzen Nation wird in dieser Passage ausgesprochen. And here's Jesus claiming to be the very one whom the Spirit has anointed. Und hier ist Jesus, der dann das für sich beansprucht, der Gesalbte zu sein. And so, as clearly as possible, he explained to the people that he had grown up among
Und es wird klar, dass er den Leuten, unter denen er aufgewachsen ist, that erklärt, he was the anointed of the Lord. dass er der Gesalbte des Herrn war. And the response was a real mixed response. Und die Reaktion war sehr gemischt. On the one hand, verse 22, Auf der einen Seite haben wir in 22, all spoke well of him and were amazed at the gracious words that came from his mouth. alle haben sich anerkennend über ihn geäußert und wunderten sich über seine Botschaft der Gnade. And it's like, this guy's a really good communicator. Die haben gesagt, oh, der ist echt ein guter Redner. And what he says just seems to have such life in it. Und was er sagt, er hat irgendwie so ein Leben in sich. But they had a problem. Aber die hatten ein Problem. And it goes on to say, and they said, is not this Joseph's son? Die haben gesagt, ja, ist das nicht der Sohn von Josef? And this is their problem, they knew him. Und das ist das Problem, das sie merken. He'd worked on many of their houses probably. Er hat wahrscheinlich an vielen von deren Häusern gearbeitet. Maybe he made the table inside their house. Vielleicht einen Tisch gebaut drin. Played with their kids. Hat mit ihren Kindern gespielt. Just a regular kid growing up among them. Ein normales Kind, das mitten unter ihnen aufgewachsen ist. And this was a kind of a clash here in their kind of expectation. Und das war irgendwie ein Problem in ihren Erwartungen. And Jesus, he kind of understood what was going on in their heart. Und Jesus hat verstanden, was in ihren Herzen vorgeht. He said to them, doubtless you will quote me this proverb, doctor, cure yourself. Und dass sie eben die Redewendung entgegenwerfen werden, oh, Arzt, heile dich selbst. In other words, Jesus, why don't you sort yourself out? In anderen Worten, Jesus, warum arbeitest du nicht an dir selber? Because they didn't see him as anybody other than just a guy who'd grown up among them. Weil sie nichts anderes in ihm gesehen haben als einen, der unter ihnen aufgewachsen ist. And then he said, doubtless, and you will say, do here also in your hometown the things we heard you did in Capernaum. Und dann sagt er, ja, sagen sie auch, tu doch die Dinge, die wir gehört haben, dass du die in Kapernaum getan hast. And in other words, prove yourself here. Mit anderen Worten, beweise dich hier. And then he said, truly, verse 24, I tell you, no prophet is accepted in a prophet's hometown. Und er sagte, für wahr, kein Prophet gilt, was in seiner Heimatstadt. Now we have a good example of this in Jeremiah 11. Wir haben da in Jeremia 11 In one of Jeremiah's laments, eine der Trauerreden von Jeremia. he complains to God that the people in his own town want to kill him Er beschwerte sich darüber, dass die Leute aus seiner eigenen Stadt ihn umbringen wollen, because they were not willing to listen to his message. weil sie nicht bereit waren, seine Botschaft zu hören. And then what he does is really offensive to them. Und was er dann tut, ist wirklich provokant für sie. This is not an example of how to win friends and influence people. Ja, also es ist kein Beispiel, wie man unter Israelis sich Freunde gewinnt. Because he talks about two instances in the Old Testament Denn er redet über zwei Umstände im Alten Testament, when with the prophet Elijah and Elisha, mit den Propheten Elia und Elisa, and they actually reached out to Gentiles die tatsächlich sich an Nichtjuden gewandt haben. because the people of Israel had hard hearts towards the message that they were giving. Denn die Leute aus Israel hatten harte Herzen über die Botschaft, die ihnen gegeben wurde. One was the widow and one was the leper, Naaman the leper. Die Witwe und der Mann mit der Leberkrankheit, der Aussätzige. In verse 28, when they heard this, the synagogue was filled with rage. Und als die Leute das in der Synagoge gehört haben, waren sie wütend. A massive offense was caused to the people through these illustrations. Eine massive Verletzung für die Leute. And so they got up, they drove him out of the town to the brow of a hill, and they wanted actually to throw him off the cliff. Die haben ihn dann aus der Stadt getrieben und an einen steilen Abhang eines Berges
und wollten ihn runterstürzen. But it wasn't his time. He Aber es war noch nicht die Zeit. just somehow was able to pass through and went on his way. Er hat es irgendwie geschafft, da durch die Mitte durchzulaufen und seine Wege zu gehen. Now, why does Luke bring this and put this story here? Warum setzt Lukas diese Geschichte hier hin? Because we see the elements that actually make up the Gospel of Luke. Weil wir all die Elemente sehen, die Lukas ausmachen. The heart of God through Jesus to the poor, the needy, the outcasts. Das Herz Gottes zu den Armen und denen, die es brauchen und den Ausgestoßenen. Healing and delivering and setting people free. Heilung, Befreiung und Leute zu Gott zu bringen. The fact that he was teaching and he was bringing good news. Der Fakt, dass er gelehrt hat und gute Nachricht gebracht hat. But another thing is the conflict with people. Und dann der Konflikt mit den Leuten. And you see the conflict in the Gospels. It begins in Galilee. Und man sieht den Konflikt mit den Leuten, der beginnt in Galiläa. And it grows and it reaches a climax in Jerusalem. Und es wächst und erreicht den Höhepunkt in Jerusalem. And particularly in Luke, we also have reference to the Gentile inclusion into the purposes of God. Und da haben wir auch schon Hinweise auf das Einfassen der Nichtjuden, der Heiden in den Plan Gottes. And when you look at these next chapters of Luke, you see these different themes coming out. Und wenn du in Lukas dann weiter schaust, dann siehst du ein paar Themen, die rausstechen. Straight after this, you get this man with an unclean spirit. Direkt danach sieht man einen Mann mit einem Dämon. And he's set free. Und er wird freigesetzt. And he follows a little the pattern of Mark. Und er folgt dem Muster von Markus ein bisschen. Simon's mother-in-law is here. Simons Schwiegermutter ist hier. And the leper is cleansed. Und die Leprakranken kommen. But then you get conflict come chapter 5, chapter 6. Und dann kriegen wir Konflikte in Kapitel 5 und 6. A whole bunch of conflict stories. Jede Menge Konfliktgeschichten. And then chapter 6 says straightforward teaching. Und dann Kapitel 6 ist direkte Predigten. And the way the Gospels work, Die Art, wie die Evangelien funktionieren. You don't often get commentary from the Gospel writers. Du kriegst nicht oft Kommentare des Autoren. Mostly they make their point by the way they put the different stories together. Oft bringen sie ihren Punkt einfach nur raus, dadurch wie sie die Geschichten zusammenbringen. If we read the Bible just a chapter a day, we're never going to see that. Wenn wir ein Kapitel am Tag lesen, dann werden wir das nie erkennen. One of the benefits you have in this school Einer der Vorteile in dieser Schule is to be able to read the whole thing and try to get that panorama view. wenn ihr alles zusammenlest und diesen Gesamtüberblick dadurch kriegt. Okay, so let's see some of the things that Luke does. Schauen wir uns also die Dinge an, die Lukas tut. I've mentioned about the place of women in the first century world. Es ist erwähnenswert über die Frauen im 1. Jahrhundert. And I've said how women were regarded as the moral inferior of men. Dass die Frauen moralisch und so und einfach unter Männern standen. And just as an example, a woman was not allowed to bear witness in court. Und um ein Beispiel dafür zu bringen, eine Frau durfte vor Gericht nicht aussagen. Her testimony was not regarded as trustworthy. Ihr Zeugnis wurde nicht gewertschätzt. Her place was with the children and with the slaves. Ihr Ort war mit den Kindern und den Sklaven. A father could, but not a mother, could promise his daughter in marriage. Nur ein Vater, nicht die Mutter, konnte die Tochter versprechen. These are just examples of the kind of culture of Jesus' time. Ein paar Kulturbeispiele für diese Zeit. If men ate together, they needed to say grace.
Wenn Männer zusammen aßen, dann sollten sie beten. But for women, they could or they couldn't. It didn't matter. Und bei Frauen war es egal. Women did not need to recite the Shachma. Frauen mussten nicht das Schema wiederholen. The Shema there, thank you. The Shema is the statement of the faith of Israel. Das Schema Israel, dieses wunderbare Statement für Israel. Comes from Deuteronomy chapter 6. Aus Deuteronomium. The Lord is one. Der Herr ist einer. You should love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. Du sollst den Herrn lieben mit all deinem Herzen und all deinem Verstand. The study of the law was a privilege of men. Das Gesetz zu studieren war ein Privileg der Männer. And some rabbis, in their desire for piety, regarded disreputable, a thing of disrepute to speak to women in public. Und es wurde nicht akzeptiert für eine Frau, dass sie offen reden durfte. One of the famous rabbis, Einer der berühmten Rabbis, rather should the words of the Torah be burned and entrusted to a woman. er hat gesagt, es ist besser, wenn die Tora verbrennt, als dass eine Frau sie liest. Oder ihr anvertraut wird. And the Mishnah is a set of Jewish writings. Und die Mishnah ist eine Zusammenstellung jüdischer Schriften. 2 men are worth 100 women. Das sagt aus, dass 2 Männer 100 Frauen wert sind. Now, so this was just part of the culture, the understanding. Und das war Teil der Kultur, des Verständnisses. And even today in many cultures, if you're born female, that's really bad luck. Und in vielen Kulturen heute noch ist es schlecht, es ist Pech, wenn du eine Tochter hast. Because your life is going to be a lot harder if you were born male. Denn als Frau wird dein Leben viel schwerer werden, als wenn du ein Mann geworden bist. And it's because we don't think like this, we can miss some of the profound things happening in Luke's Gospel, the emphasis he has. Und weil wir so nicht denken, könnten wir jetzt jede Menge verpassen, an den Punkten, die Lukas reinbringt. And one thing we read in chapter 8 is that Jesus had women who were a part of his group of disciples. Und eine Sache, die wir hier lesen in Kapitel 8, ist, dass Frauen zu seiner Gruppe gehörten, die seine Jünger waren. In the other Gospels, the tendency for the writers is to focus on the 12. In den anderen Evangelien fokussieren sie sich auf die 12. But Luke makes it clear, as I mentioned, that there was a large group of disciples that followed Jesus. Aber Lukas macht klar, da gab es eine riesige Gruppe von Leuten. And among them were women. Und unter ihnen waren Frauen. And we have some of them actually mentioned there by name in chapter 8. Und hier in Kapitel 8 haben wir sogar ein paar, die aufgezählt werden. And in chapter 10, 38, chapter 10:38, we read about Mary and Martha Und dann lesen wir in Kapitel 10 von Maria und Martha with their brother Lazarus. mit ihrem Bruder Lazarus. And here you read Jesus spending time discipling these ladies. Und wir lesen hier, wie Jesus Zeit mit den Frauen verbringt und ihnen Jüngerschaftsdinger beibringt. Now I want to go through this quite quickly, Und ich möchte da jetzt schnell durchgehen. so we won't look up every reference. Wir schauen uns jetzt nicht alles an. But Luke does a really interesting thing in that when he speaks about a man, he will also include a woman. Lukas macht was Interessantes, wenn er über einen Mann redet, schließt er auch noch eine Frau ein. Or if he gives an illustration about a man, he will then balance it with a woman. Wenn er einen Mann erwähnt, dann gleicht das nochmal mit der Erwähnung einer Frau aus. And if it was just to happen once or twice, it could be just coincidence. Und wenn es nur zweimal passiert, dann wäre das vielleicht ein Zufall. But when you see it repeated again and again, it's clear that this is deliberate.
Aber wenn das wieder und wieder macht, dann merkt man, da ist ein Schwerpunkt drauf. And it's all in keeping with the focus of Luke, that indeed the gospel is for all. Und das ist auch ein Schwerpunkt von Lukas, dass das Evangelium tatsächlich für alle ist. He begins with two angelic appearances. Fängt mit 2 Engelbegegnungen an. One to Zechariah and one to Mary. Eins für Zacharias und eins für Maria. And they're treated equal, with equal dignity. Und er begegnet ihm auf dieselbe auf selber Ebene. You have two psalms or two prophetic songs. Man hat 2 prophetische Lieder. You don't just get Zechariah the man, but you get Mary the woman. Man kriegt nicht nur Zacharia den Mann, sondern auch Maria die Frau. When Jesus is recognized in the temple, Als Jesus bemerkt wird, da kommt nicht nur, als Jesus bemerkt wird im Tempel, he's recognized by Simeon, wird von Simeon bemerkt, but also by Anna. aber auch von der Anna, Anna from the tribe of Asher, the widow. Der Witwe aus dem Stamme Asser. And she's given, alongside Simeon, this dignity of recognizing the Christ child. Und ihr wird auch dieser Wert gegeben, dass sie das Christuskind erkennt. And you get these stories of conflict with Jesus over how to treat the Sabbath. Und man kriegt damit den Sabbat behandeln sollen. And there's two of these stories told. Und da sind 2 Geschichten erzählt. One concerns the healing of a woman, Einmal wird eine Frau geheilt, and the other concerns the healing of a man. das andere ist ein Mann, der geheilt wird. And there's a similarity in the discussion and outcome in both of these stories. Und da gibt es eine Ähnlichkeit in der Diskussion und dem Resultat von beiden. When Luke shows that Jesus relates his teaching to both men and women. Lukas zeigt, dass Jesus seine beiden Männer und Frauen lehrt. In his opening sermon we just looked at, Und in der Eröffnungsrede, die wir gerade eben angeschaut haben, he doesn't just give an example of God healing a man, er gibt nicht nur ein Beispiel dafür, wie Gott einen Mann heilt, but also the miracle that was for the widow with Elijah. sondern auch das Wunder, das an der Witwe mit Elia geschehen ist. There's two parables, two stories about perseverance in prayer. Und es gibt 2 Geschichten über das Festhalten am Gebet. One you'll remember is the friend that came at midnight and says, "Help! I got guests. Give me something to feed them with." Eins ist der Freund, der um Mitternacht kommt und sagt, hilf mir, ich habe Gäste, ich brauche was zu essen. But then you also have this story of the widow that would not let the judge go until she got what she wanted. Und dann haben wir aber auch die Witwe, die den ungerechten Richter die ganze Zeit anhaut und sagt, gib mir jetzt mein Recht. And the message of both is persistence in prayer. Und die Botschaft in beiden ist, halte im Gebet an. When Jesus is talking about this evil generation, Als Jesus über diese böse Generation redet, he gives an illustration from 2 places. dann gibt er ein Beispiel aus 2 Orten, von 2 Orten. One was with Solomon, and the queen of the south was the queen of Sheba. Einmal die Königin von Saba, die Königin des Südens, die zu Salomo kam. But also Jonah, the men of Nineveh. Und auch die Leute von Ninive, die auf Jona gehört haben. When it comes to warnings about anxiety, Als es Warnung vor Angst geht und Sorge, there's 2 illustrations. gibt es 2 Anwendungen, Bilder dafür. One had to do with the task of a man traditionally. Eins hatte zu tun mit den Aufgaben des Mannes, That's the farming, sowing and the reaping. nämlich die Bauernarbeit, Feldarbeit, Aussehen und Ernten.
And what has to do with the task of a woman? Und eins hat es mit der Frauenarbeit zu tun. That is making yarn to make clothes. Und das ist Garn herstellen, um Kleider herzustellen. Now, as I said, if this was just a couple, it could be coincidence, but this just keeps coming. Und wie gesagt, wenn das jetzt nur ein Paar wären, dann wäre das ein Zufall, aber das kommt ständig wieder und wieder. When Jesus talks about the gospel causing division, Als Jesus erzählt, dass das Evangelium Streit verursachen wird. you have the father against the son, but also the mother against the daughter. Wir haben da den Vater gegen den Sohn, aber auch die Mutter gegen die Tochter. When you have parables of the kingdom, Wenn wir Gleichnisse über das Königreich haben, there's two examples. hier gibt es zwei Beispiele. It's a man who plants a grain of mustard seed, Ein Mann, der einen Senfkorn sät. and that tiny seed ends up becoming a large tree which brings food and protection to birds and animals. Und der kleine Same wird ein großer Baum, der Essen und Schutz für Tiere bringt. But then we have the woman who takes some leaven and puts it in the dough. Und dann haben wir die Frau, die den Sauerteig vermischt. When it comes to the parable of the lost sheep, Als es zum Beispiel des verlorenen Schafes kommt, this parable appears in Matthew, die kommt in Matthäus auch vor, and it's about the value of a child. I mentioned that. über den Wert eines Kindes. In this teaching, it's about the value of a sinner. In diesem Beispiel ist es über den Wert eines Sünders. Chapter 15 begins with Jesus spending time with the people that the religious people didn't like. Und hier sieht man, dass Jesus Zeit mit den Leuten verbringt, die religiösen Leute, die Jesus nicht leiden können. And you know the chapter. Jesus gives, he's speaking to them, and he gives the story of the lost sheep, the lost coin, and then the prodigal son. Man sieht die Geschichte, er erzählt erst die Geschichte vom verlorenen Schaf, dann vom verlorenen Münze und dann vom verlorenen Sohn. And each parable is showing the value that God gives to people. Und jedes Gleichnis zeigt den Leuten, wie wertvoll die Menschen sind. So we have a man who loses a sheep, Wir haben einen Mann, der ein Schaf verliert. and he leaves the 99 and goes after them. Und er verlässt die 99 und er geht nach dem einen. But Luke adds another story, Und dann erzählt er noch eine Geschichte. and it's a woman Und das ist eine Frau, who loses a coin. die eine Münze verliert. And that coin is probably part of her dowry. Und das ist wahrscheinlich Teil ihres Lohns. And that is actually part of her retirement plan, her insurance. Und wahrscheinlich ist das Teil ihrer Rente und Versicherung. And she searches, like the man for the sheep, she searches for the coin. Und wie der Mann nach dem Schaf sucht, sucht sie nach der Münze. And then the day of the Son of Man. Und dann der Tag über den des Menschensohns. Probably talking about the time when the Romans would come and attack Jerusalem. Wahrscheinlich redet er über den Tag, an dem die Römer Jerusalem überfallen. And it talks about two men, one taken and the other left. Und es redet darüber, wie zwei Männer genommen werden und einer wird zurückbleiben. But he doesn't leave it there. Aber er belässt sich dabei. He says it's two women, one taken and the other left. Er sagt auch, zwei Frauen genommen und eine bleibt da. Zwei Frauen und eine wird genommen und eine zurückgelassen. So you can see this couplet, as we call it, they just keep continuing. Und diese Zusammenstellung, die kommt dauernd wieder und wieder. We have two complaints. Wir haben zwei Beschwerden. Martha complains about Mary Martha beschwert sich über Maria, because Martha was doing all the work. denn Martha hat all die Arbeit gemacht. A little bit later we have two brothers, Später haben wir zwei Brüder. and one complains that his brother wouldn't share the inheritance with him. Und der beschwert sich, dass sein Bruder nicht das Erbe teilt. And so we continually see this couplet. Und wir sehen diesen Konflikt wieder und wieder. We have in chapter 7 two healings.
Kapitel 7 haben wir zwei Heilungen. With both a healing and a raising someone from the dead.